Du willst einen erschwinglichen Roller kaufen zum Pendeln, für die Stadt und für den Campingurlaub? Dann habe ich vielleicht das Richtige für dich, denn dieser kompakte, preisgünstige Roller bringt alle nützlichen Funktionen mit, die du von einem zuverlässigen Gerät erwarten kannst. Der iScooter i9 Max besitzt eine allgemeine Betriebserlaubnis, verliehen durch das Kraftfahrtbundesamt und ist somit in Deutschland für den Straßenverkehr zugelassen. Du kannst ihn einfach zusammenklappen und dadurch sehr kompakt transportieren. Innerhalb von Sekunden ist er dann auch wieder startklar und ready für deine nächste Fahrstrecke. Hierfür leistet der 36 Volt Akku mit 10 Ampere-Stunden ganze Arbeit. Der Frontmotor, der schafft eine Motorleistung von 500 Watt und hiermit kommst du auf eine maximale Belastbarkeit von 120 Kilogramm. Für den nötigen Fahrkomfort und sanftes Fahren sorgt eine doppelte Aufhängungsdämpfung im hinteren Bereich und außerdem ist er wasserdicht nach IP54. Zusätzlich bietet dir das Dual-Bremssystem mit elektronischer Motorbremse und mechanischer Bremse die nötige Sicherheit, um immer perfekt reagieren zu können und schnell zum Stehen zu kommen. Das Fahrzeug lässt sich über ein verbautes Display im Lenker super bedienen. Du kannst hier 2 Fahrstufen wählen, aber bei Bedarf auch das Ganze per App steuern, um noch mehr Funktionen einsehen zu können. Und damit du immer alles ordentlich verstauen kannst, liefert man dir gleich eine kompakte Tasche, die du im vorderen Bereich des Lenkers anbringen kannst. Wie das Ganze funktioniert und was der i9 Max noch so alles drauf hat, das zeige ich dir jetzt in meinem Video. Falls es dir gefallen sollte, findest du weitere Informationen und einen Rabattlink von 30 € beim Kauf hier in meiner Videobeschreibung. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Anschauen. Schauen wir uns den Lenker mal aus der nächsten Nähe an. Das heißt, wir beginnen mal von links nach rechts. Und zwar gibt es als erstes die mechanische Bremse. Dann wiederum eine kleine Klingel, die man auch hört. Hier ist dann die elektronische Bremse bzw. auch die Rekuperation. Drückst du einfach weich nach unten und schon bremst der Roller dich ab, beziehungsweise dann in Verbindung mit der mechanischen Bremse. Bei einer Vollbremsung hilft natürlich immer super. Und die ist sehr weich und die ist natürlich, wenn du sie nach hinten ziehst, komplett dann da. Hier das Display auch sehr gut. Ich habe das Modell mit dem breiten Display. Das finde ich sehr super, weil du kannst echt hier alles erkennen. Akkustand, Licht, Stufe 2 und natürlich auch der Kilometerstand. Hier drüben dachte ich erst, Mensch, hier ist noch eine andere Taste. Aber das ist natürlich die Einrastetaste für den hinteren Bereich, wenn du den Roller zusammenklappst. Da rastet die dann automatisch über dem Schutzblech des Hinterrades ein. Hier gibst du Gas, ganz normal, Gastaste und hier nochmal einen Griff zum Festhalten. Der Lenker ist nicht allzu breit, reicht aber völlig aus zum Lenken und zum Reagieren und für die Stadt bzw. auch fürs Auto super geeignet, denn wenn er so breit wäre, würdest du den natürlich dann wiederum komplizierter in deinen Kofferraum bekommen. Aber so zum Verstauen und natürlich auch zum Bedienen, zum Lenken völlig ausreichend. Und auch ganz wichtig, nach StVO, du musst natürlich immer, das ist in Deutschland sonst nicht anders erlaubt, den Roller antreten und dann fährt er erst, also direkt aus dem Stand kannst du ihn nicht antreten, aber ansonsten geht's, kann man machen. So, hier schön am Wasser lang, durch die Stadt kannst du das Gerät natürlich richtig schön fahren. Da rollt er mit dir die 20 km/h, mehr darf er ja nicht und mehr macht er auch nicht. Aber es macht richtig Spaß. Das ist auch eine Geschwindigkeit, wo du jetzt noch einigermaßen Übersicht hast. Du kannst noch ausweichen, wenn jetzt Radfahrer entgegenkommen, beziehungsweise irgendwas anderes. Dann bist du immer noch ein bisschen agil und nicht zu schnell unterwegs. Also so macht er seinen Job. Ist gut unterwegs. Hat auch, wenn es irgendwie passt, eine Klingel. Müssen wir noch nicht klingeln, passt so ohne Klingeln. Weil die meisten hüpfen dann natürlich immer weg, wenn du klingelst und du weißt dann nicht in welche Richtung. Aber ich muss sagen, ich bin zufrieden. Was hier natürlich richtig super ist, ist diese Bremstaste. Es wird elektronisch gebremst über das Vorderrad und mit der mechanischen Bremse bremst du dann über das Hinterrad. Und diese Vorderradbremse, die elektronische, die rekuperiert noch. Das heißt, wenn du bremst oder bergunter fährst und bremst, dann geht gleichzeitig Energie zurück in den Akku. Und das gefällt mir richtig gut. Also wirklich bei Geschwindigkeiten jetzt hier von 10, 15 km/h brauchst du die mechanische Bremse überhaupt nicht. Einfach runterdrücken und schon regulieren. Gerade wenn du um Kurven fährst, macht sich das ganz gut. Ansonsten einfach runterdrücken, leicht anbremsen. Funktioniert. Zum Thema Steigung, das machen wir jetzt mal. Und zwar ist hier eine leichte Steigung, die ist schon relativ kompliziert. Also wir gucken mal,
was er uns hier beschert an Power. Wir sind jetzt bei 12 km/h. Geht aber, ich hätte jetzt mit Schlimmeren gerechnet. Also mit 14 km/h die Steigung hoch. Und das sind ja so normale Steigungen, die du in der Stadt hast. Andersrum geht es auch mal bergab. Was bedeutet, hier testen wir mal die Bremsen bzw. die Rekuperation. Du kannst jetzt hier mal Gas geben und wenn du hier dann bremsen musst, wenn du auf Geschwindigkeiten kommst, macht sich das natürlich super mit dieser Rekuperationstaste. Du kannst hier easy und sicher den Berg runter, kannst sogar noch ein bisschen Gas geben. Brauchst eigentlich die mechanische Bremse fast überhaupt nicht. Das macht sich wirklich, wenn du es einteilen kannst, mit der Rekuperation richtig gut. Jetzt sind wir natürlich mit dem Gerät mal auf einem Feldweg unterwegs und gucken, was er da so bringt. Also unebene Strecken, wenn du jetzt mal abkürzen möchtest, so schnell mal über einen Feldweg, macht er von der Beschleunigung auch, ist jetzt bei 16 km/h, also so gerade Strecken, was jetzt Feldwege betrifft, kriegt er gut hin. Und dank dieser sehr guten Federung hast du hier nicht den Schütteleffekt auf dem Roller, sondern bist eigentlich ganz gut gefedert unterwegs und kannst hier schon mal kleine Abkürzungen machen. Es ist natürlich nicht ratsam, stundenlang jetzt über Feldwege zu fahren. Das wird da nichts. Aber so jetzt, so ein bisschen als Abkürzung, mal als Test, hält er auch stabil durch. Also da braucht man sich wirklich gar keinen Kopf zu machen. Ich möchte euch natürlich auch nochmal zeigen, wie der i9 Max in der Nacht so unterwegs ist. Selbstverständlich besitzt er eine ausreichende Beleuchtung. Hier sorgt der vordere LED-Scheinwerfer für eine gute und weitreichende Ausleuchtung der Fahrstrecke, mit der du auch im Dunkeln schnell Unebenheiten auf der Straße erkennen kannst. Um nachts auch gesehen zu werden, hast du im hinteren Bereich ein sehr helles Rücklicht verbaut. Ich muss sagen, ich habe mich nachts auf den Straßen und Radwegen niemals unsicher gefühlt und konnte auch bei starker Dunkelheit immer noch alles super erkennen. Es gibt natürlich noch eine App für den Roller und die nennt sich Mini Robot und die könnt ihr euch kostenfrei in jedem Store runterladen, ob bei Apple oder bei Android. Und natürlich hat der Grafiker hier von dieser App keinen Orden verdient, aber sie erfüllt ihren Zweck und du siehst, der verbindet sich automatisch mit der App, wenn du Bluetooth anhast. Das ist kein komplizierter Vorgang, hier deinen Roller mit deiner App zu verbinden. Dann schauen wir mal, was wir damit alles machen können. Und hier oben hast du die voraussichtlich verbleibende Strecke. Das sind bei mir jetzt nochmal 16,2 Kilometer. Gefahrene Strecke sind 13 Kilometer. Gerätetemperatur jetzt aktuell bei 35 Grad. Gesamte Betriebszeit 3 Stunden, 6 Minuten etc. etc. Also du kannst hier wirklich noch eine ganze Menge einstellen mit dieser App und dann zeigt sie dir natürlich auch die aktuelle Geschwindigkeit an, wenn du jetzt beim Fahren bist. Und bei den Einstellungen gibt es hier auch nochmal eine Möglichkeit, ein bisschen was umzustellen. Und zwar ist es auch der Zero-Start. Das ist in Deutschland nicht erlaubt. Du kannst es theoretisch machen, dass du sozusagen hier auf On machst, wenn du jetzt nicht auf öffentlichen Straßen unterwegs bist. Und dann musst du den Roller beim Starten nicht mehr anschieben. Aber das ist wie gesagt hier bloß mit drin im Menü. Ich lasse es wieder aus, weil ich brauche es nicht. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich jetzt hier sozusagen den Roller antrete. Hier kannst du nochmal zwischen den Fahrstufen umschalten. Der Komfortbetrieb, das ist die 10 km/h Stufe und der sogenannte Sportmodus, das ist dann die 20 km/h Stufe. Und ansonsten gibt es eigentlich hier nichts zu meckern. Die App ist ausreichend, macht das, was du möchtest. Licht an, Licht ausschalten, geht natürlich auch. Bluetooth-Verbindung, Einstellung hier vernünftig, übersichtlich und der Rest, den hast du dann auf dieser Seite. Kannst du natürlich noch eine Handyhalterung für deinen Roller besorgen und dann hast du die App immer in Sichtweite. Schauen wir uns das Gerät mal aus der Nähe an und er ist nicht nur für gutes Wetter, er ist auch für schlechtes Wetter, denn er ist Wasser- und Spritzwasser geschützt nach IP54, also du hast hier kaum offene Stellen, wo jetzt Wasser eindringen kann. Das ist schon mal der erste große Vorteil, dass du den auch bei Regen fahren kannst. Gleichzeitig natürlich mobil, verstaubar. Du klappst das Ding hier einfach vorne auf, klappst den Lenker runter. Dann mündet das hier direkt in diese Klappe und schon ist der Einsatz bereit zum Verstauen. Was bedeutet, du
kannst ihn in den Kofferraum legen oder wenn du in Urlaub fährst, direkt nochmal oben auf die Dachbox. Das ist gar kein Problem. Und so schnell wie der auseinandergebaut ist, ist er auch wieder zusammengeklappt. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, man liefert hier natürlich noch eine Tasche dazu. Die habe ich jetzt mal hier fest montiert und die bietet natürlich auch Platz für das Ladegerät. Wenn du jetzt ein Pendler bist und unterwegs bist, kannst du hier einfach dein Ladegerät verstauen. Ich sag mal, du hast jetzt 30 Kilometer Arbeitsweg und musst den Roller vielleicht auf Arbeit laden. Passt hier immer rein. Ansonsten passt natürlich alles sonst, was du brauchst, ebenfalls in diese Tasche. Ist natürlich nur ein Vorschlag, dass man dann auch das Ladegerät hier reinpacken kann, wenn man viel unterwegs sein sollte. Zum Thema Lieferumfang, es ist alles dabei. Betriebsanleitung, Werkzeug, Schrauben, ein großer Karton und natürlich die Anleitung, wie du das alles machen sollst. Was ich richtig gut finde, ist, wenn du den Roller versichern möchtest, ist natürlich noch eine Anleitung mit in der Betriebsanleitung mit drin, wie du den versicherst, auch mit den ganzen Zertifikaten und dass der sozusagen die Straßenzulassung hat. Und da hast du die Möglichkeit, das Ding innerhalb von wenigen Tagen schnell zu versichern und schon kannst du damit losbrummen. Werkzeug ist mit dabei, du musst einfach nur 4 Schrauben hier einschrauben und den oberen Teil des Lenkers hier einführen. Festschrauben mit den 4 Schrauben, mit dem gelieferten Schraubenzieher ist das auch kein Problem und dann kannst du nach der Versicherungsanmeldung theoretisch sofort loslegen, denn es ist auch alles eingestellt, die Bremse ist eingestellt, du kannst sofort losfahren. Das finde ich wirklich total kundenfreundlich und easy und die Betriebsanleitung bzw. Aufbauanleitung ist auch sehr verständlich formuliert. Zum Thema Akku wird ja folgendermaßen beschrieben, dass der sozusagen sehr lange hält. Bis zu 1000 Mal kannst du ihn aufladen. Das glaube ich auch. Allerdings hast du eine Reichweite mit dem Roller, was ich jetzt sozusagen hier im Test habe, zwischen 25 und 30 Kilometer, 30 bis 40 Kilometer. Vielleicht, wenn du ein Kind bist bzw. im Fliegengewicht bist, dann geht's da. Aber bei meinem Gewicht ist das natürlich dann über 100 Kilo eine Anstrengung für den Motor. Was bedeutet, ich komme persönlich hier zwischen 25 und 30 Kilometer. Hängt natürlich auch wieder von der Fahrtstrecke ab, wenn du jetzt Steigungen drin hast in deinem Weg bzw. hucklige Strecken oder sandige Pisten, dann brauchst du natürlich definitiv mehr Akku. Aber die Akkulaufzeit ist wirklich für den Stadtverkehr, für den Pendler und für den normalen Betrieb ausreichend. Du hast hier sozusagen 1 Stunde 15 bis 1 Stunde 30 Spaß, wenn du das Gerät komplett durchfährst. Und das reicht natürlich definitiv für den Campingplatz, für den Urlaub und auch für den Pendler, beziehungsweise wenn du in der Stadt unterwegs bist, mal schnell einkaufen, Rucksack auf und los geht's. Das ist alles mit diesem Roller wirklich kein Problem. In Sachen Fahrkomfort hat er hinten eine doppelte Aufhängung, was bedeutet, hier hinten ist er gefedert, vorne ist er leider nicht gefedert. Das heißt, wenn du jetzt mal über Kopfsteinpflaster fährst, beziehungsweise über unebene Pisten, hast du einen gewissen Fahrkomfort, aber solltest dich dann bei längeren Strecken wirklich auf den leichten Schütteleffekt einstellen, ist aber fast mit jedem Roller so. Und ich zeige euch mal, wie das Ganze so bei Kopfsteinpflaster ist. Jetzt geht's mal auf ein bisschen komplizierteres Kopfsteinpflaster. Hier ist ein bisschen anstrengender. Und du merkst auch, er verliert ein bisschen Geschwindigkeit. Zum Thema Durchschütteln, also du hast im hinteren Bereich natürlich eine Federung, im vorderen Bereich leider nicht und das merkst du natürlich auf sehr anstrengendem Kopfsteinpflaster. Aber die meisten Straßen sind ja glatt und deswegen gibt es hier wahrscheinlich auch die wenigsten Probleme. Aber wenn du jetzt mal so ein bisschen unregelmäßiges Kopfsteinpflaster hast, was ein bisschen ruckelig ist und nicht gerade eben, jetzt fahren wir hier mal den Kopfsteinpflasterweg, der ist noch ein bisschen unebener, dann merkst du schon im vorderen Bereich, da ist dann nicht so viel mit Federung. Hinten ist es ganz gut, jetzt gibt es mal eine glatte Fläche. Die glatten Flächen, die rockt er natürlich auch in einer normalen Geschwindigkeit von 20 km/h hier direkt um die Kurve und das macht er alles. Kommen wir zum Fazit und mir haben die 3 Tage mit dem E-Roller richtig Spaß gemacht. Also ich sag mal für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Um die 400 € ist der natürlich jetzt nicht mit allem Luxus ausgestattet, den du erwarten kannst von E-Rollern. Aber er hat auch nicht zu wenig und das ist das Gute an dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier hast du wirklich einen gut und qualitätsverbauten Roller, den du zusammenklappen kannst, den du mitnehmen kannst, der nicht schwer ist. Er wiegt aktuell um die 15,5 Kilo, was sozusagen jetzt zwar auch kein Leichtgewicht ist, aber immer noch verstaubar im Kofferraum und natürlich überall da, wo du ihn mitnehmen möchtest. Vom Fahrkomfort ist bei mir das Trittbrett für meine großen Füße natürlich ein bisschen zu klein, ist aber nicht so schlimm. Ich muss ja nicht lange drauf stehen. Ich mache kurze Strecken, beziehungsweise
direkt mal irgendwo hinfahren, was erledigen und wieder zurück. Das sind jetzt keine Kilometermärsche. Ansonsten könnte, wie gesagt, der Tritt ein bisschen breiter sein, ist dann aber auch wieder ein Verstauungsrisiko. Dann ist das Ding wieder größer, wenn der Lenker breiter ist und das Trittbrett breiter, dann hast du natürlich wieder Probleme, den in den Kofferraum zu bekommen. Zum Thema Lenker ist völlig ausreichend. Die Breite kann natürlich immer noch ein bisschen breiter sein, aber das Problem ist dann auch wieder im Transport und deswegen klein, kompakt, leicht, wendig und eigentlich ausreichend. Die Kilometerlaufleistung, wie gesagt, verhält sich bei schweren Menschen so bei 25 bis 30 Kilometer und bei Leichtgewichten so um die 70 Kilo, 60 Kilo, denke ich mal, rauscht er dann auch schon seine 30 bis 35 Kilometer mit dir über gerade Strecken. Ansonsten kann ich hier eine Kaufempfehlung geben. Der gefällt mir richtig gut. Was hier für das Preis-Leistungs-Verhältnis geboten wird, ist wirklich erste Sahne. Der ist gut verarbeitet, der macht Spaß, der fährt sich optimal und mit 20 km/h kommst du immer noch gut durch die Stadt, bremst super und hat, wie gesagt, diese Rekuperation, die ich eigentlich richtig gut mag, kennt man auch von Elektroautos. Man bremst einfach hier mit dem Pedal und das ist wirklich richtig Luxus in Sachen E-Roller. Also, wenn ihr einen kaufen wollt, Link direkt in meiner Videobeschreibung. Ich habe euch noch einen Rabatt von 30 € mit einbauen lassen und wer Lust hat, der schaut einfach mal in meine Videobeschreibung rein. Da gibt es dann noch viel mehr Informationen zu diesem Teil. Ich sage für heute Tschüss, bye bye und winke, winke und wünsche euch einen richtig schönen Tag.